Greetings und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ihr seht es wahrscheinlich schon am Hintergrund, wir reden heute noch einmal über Bongs. Und zwar stellen wir uns heute die Frage, sollte man in eine Bong kaltes Wasser oder vielleicht doch lieber warmes Wasser machen? Man würde ja eigentlich denken, in die Bong darf nichts anderes als kaltes Wasser. Schließlich soll die heiße Luft durch die Bong gekühlt werden, die wir dann inhalieren. Allerdings ist der Nachteil von kaltem Wasser, dass es dem Rauch eventuell vorhandene Feuchtigkeit entziehen kann, da die warme Feuchtigkeit durch das kalte Wasser kondensiert, was dann recht harsch für die Lungen sein kann. Wir sehen hier ein Diagramm von den unterschiedlichen Aggregatzuständen von Wasser und wir sehen, dass Wasser entweder zu Dampf verdampfen kann oder Dampf zu Wasser kondensieren kann. Das als kurzen Einschub. Außerdem befindet sich der Rauch ja auch nur ganz kurz im Wasser und selbst warmes Wasser ist ja noch um einiges kälter als der eigentliche Rauch und würde also quasi einen Kühleffekt haben. Der Hauptvorteil, warum man also Wasser benutzt, ist eigentlich, dass Schwebstoffe aus dem Rauch gefiltert werden. Das ist genau das gleiche Prinzip, was sich solche Wasserstaubsauger zunutze machen. Der Staub wird eingesaugt, wandert durchs Wasser, im Wasser wird er nass, wird durch das Wasser quasi gebunden und kann nicht mehr aus dem Gerät rausfliegen. Ihr kennt das wahrscheinlich von eurem Staubsauger, falls ihr noch klassische Staubsauger habt. Man macht den Staubsauger an und als erstes kommt eine Wolke Staub aus dem Staubsauger. Das wäre mit diesem Wasserstaubsauger nicht der Fall, weil er in der Lage ist, Schwebstoffe zu filtern. Wenn jetzt also die Aufgabe von Wasser in einer Bong ist, dass es Schwebstoffe filtert, was wäre dann, wenn man statt kaltem warmes Wasser in die Bong füllen würde? Dazu habe ich hier mal eine Grafik dargestellt, die die unterschiedlichen Aggregatzustände von Wasser bei unterschiedlichen Temperaturen auf der X-Achse und unterschiedlichem Druck auf der Y-Achse darstellt. Wir können hier sehen, dass bei steigender Temperatur des Wassers auch der Anteil an Wasserdampf und somit auch die Luftfeuchtigkeit steigt. Wenn man jetzt also warmes Wasser in die Bong machen würde, dann reichert sich im Rauch mehr Wasserdampf an, was den Rauch angenehmer für den Hals machen würde. Und tatsächlich in den USA wird oft empfohlen, die Bong mit warmem statt mit kaltem Wasser zu befüllen. Gibt es denn auch einen Nachteil daran? Ja, es gibt einen Nachteil und zwar ist der Rauch auch schon spürbar wärmer, je nachdem, wie warm die Wassertemperatur ist. Daher gilt es, da die perfekte Mitte zu finden. Es ist also generell zu empfehlen, eine Bong eher mit warmem Wasser als mit kaltem Wasser zu befüllen, vor allem wenn man beim Bongrauchen etwas Probleme mit dem Hals hat. Leute, die im Besitz einer Bong mit mehreren Filterstufen sind, wie zum Beispiel eine Percolator-Bong, die können auch kaltes und warmes Wasser kombinieren. Dazu würde man einfach unten kaltes Wasser und oben warmes Wasser reinmachen. Das würde dazu führen, dass das kalte Wasser den Rauch erstmal kühlt und wenn er dann durch den Percolator, wo das warme Wasser drin ist, läuft, wird der trockene Rauch nochmal mit Feuchtigkeit angereichert. Und wir haben, wie es hier in dieser Grafik steht, den perfekten Hit. Das war's von meiner Seite aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal davon gehört habt. Warmes Wasser in eine Bong. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das klingt ja verrückt, total unlogisch, bis ich es einmal ausprobiert habe und ich muss echt sagen, der Dampf ist wesentlich angenehmer für den Hals. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe.